Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Jetzt machen wir uns gemütlich. Hier ist BitEd Studio TV mit Jenny und Björn und Cozy Games. Was ist das? Genau. Ja, was sind denn Cozy Games? Das sind Spiele, die einen einfach überhaupt gar nicht so richtig stressen. Das ist immer ganz schön, gerade in so einer Zeit, wo man vielleicht irgendwie viel zu tun hat, wo das Leben einen stresst irgendwie, wo irgendwie das Wetter auch noch blöd ist und man irgendwie das Gefühl hat, oh, ich möchte jetzt gerne ein bisschen entspannen. Was spiele ich denn jetzt? Dann sucht man sich ein Spiel aus, das so richtig schön entspannend ist. Wie heißt dieses Spiel mit dem Bär? Muss ich auch unten einblenden? Ja, ich guck. Du guckst? Ja, hier, dein Guilty Pleasure, ne? Das Ich ist so ähnlich wie Candy Crush irgendwie, ne? Toon Blast. Toon Blast. Das ist Genau. immer der Bär oben in der Ecke, der freut sich immer, wenn er, ne? Und irgendwann, wenn er dann kurz vor knapp bist und nicht mehr genug Züge hast und alles irgendwie explodiert, dann versteckt er sich hinter seinem Ding. Also das ist schon super. Also ein kleines bisschen stresst einen das Spiel halt schon, Ach. weil du kannst es auch verlieren. Aber Also ist das kein Cozy Game? ein richtig klassisches Cozy Game ist, glaube ich, ein Spiel, wo du einfach nur rumpröttelst. Rumprötteln. Also Dieses Merch-Spiel, was du da hast, zum Beispiel. ja, da pröttelt man auch. Und ich glaube, noch prötteliger ist es, wenn du so ein Spiel hast, wie zum Beispiel ganz aktuell Tiny Bookshop zum Beispiel, wo du dann rumprötteln kannst. Oder hier so Sachen wie Animal Crossing oder was haben wir noch? Ich hatte ein paar aufgeschrieben, irgendwie so Solarpunk, Sticky Business, da kannst du dir zum Beispiel deine eigenen Sticker bauen, finde ich auch geil. Dann sitzt du da einfach und denkst, wie könnte das denn jetzt mal aussehen? Und dann machst du dann ein Motiv da drauf und baust dir deine Sticker und dann kannst du die in deinem eigenen Shop dann irgendwie verkaufen oder Leuten anbieten, dann kannst du neue Sticker bauen. Also pröttelst einfach rum und bei dieser Art Spiel ist es so, es gibt so ein Phänomen, ich glaube, das war so auch so um die Corona-Zeit tatsächlich, dass es so eine Art Boom gab für diese Art Spiele. Ich kannte das vorher nicht. Genau. Und dass dann auf einmal ganz viele Cozy Games so irgendwie aus dem Schuh kamen und auf einmal auch unglaublich beliebt geworden sind, ja. Tiny Bookshop zum Beispiel. Tiny Bookshop hat in Deutschland schon Preise gewonnen und ist super beliebt, hat sich wirklich gut verkauft. Und da haben die Leute Bock drauf. Das sieht total schön aus. Es ist irgendwie so schön chillig. Man kann da irgendwie mit seinem Bookshop sich irgendwo total schön hinstellen und dann irgendwelchen Leuten helfen. Und das ist irgendwie voll schön. Und dieses Gefühl, was so ein Spiel erzeugt, dann dieses irgendwie, ja, ich mache hier was Nettes und alles ist gut, es ist irgendwie heile Welt, das zieht momentan total stark. Vielleicht als Kontrast dann zum Real Life, wenn man mal irgendwie nicht so gut drauf ist so ein Cozy Game richtig entspannend. Der Erik Range, der Gronk, ist ja bekannt geworden, weil er ein Spiel gespielt hat. Ganz am Anfang mal. Ja. Was war das für eins? Minecraft? Das war Minecraft. Meines Wissens nach, also habe ich das erste Mal von so einer Art von Spiel, wo man nur rumpröttelt, erfahren, als Minecraft rauskam. Da habe ich mich echt gefragt, so gut, es gibt diesen Überlebensmodus, ne, wo dann halt die Monster kommen nachts und so und die dann wieder in Flammen aufgehen, wenn die Sonne aufgeht. Aber ich habe mich da echt gefragt, warum spiele ich das eigentlich? Warum spielt man das? Einfach da mit der Klötze, ne, da rumprötteln, so wie damals Lego, ja, aber dann virtuell. Das fand ich total befremdlich. Wieso soll man mit Klötze spielen? Virtuell und da was bauen? Virtuell. Naja, zu der Zeit hatte ich auch schon sehr viel Erfahrung mit Computerspiele selbst machen, ja. Und da habe ich mich dann nicht gefragt, ne, dann ist das irgendwie ein Spiel mit einer Geschichte und mit einem Kampfsystem und kannst du bei Minecraft auch. Aber das Primäre ist, man pröttelt rum. Man nimmt die Klötze, man guckt sich an, was man da finden kann. Und wenn man irgendwas findet, da unten so ein Diamant, dann freut man sich. Dann gibt's sogar noch den Kreativmodus, ja. Ohne Monster, das kann man sich auch noch konfigurieren, da bist du nur am Bauen und es gibt sehr viele Menschen, die das machen, ja, und dann sitze ich da immer oder damals zumindest war das so, da habe ich mich echt gefragt, warum machen die das, ja, das ist doch irgendwie nicht, und dann habe ich selber angefangen. Genau.
Dann haben wir nämlich angefangen zu bauen. Und dann habe ich nur noch Minecraft gespielt. Da habe ich mich nicht mehr gefragt, warum. Ja, das ist halt cool. Da hatten wir Welten über Welten. Wir hatten eine Halloween-Welt und wir hatten eine Fallout-Welt. Und diese Totenkopfhöhle, wie ihr vom Phantom der Oper, die Unterwelt, da so habe ich dann gebastelt und so. Ich fand das total toll. Ne? Ja, dann haben wir also alle möglichen Themen da durchgeackert und unsere ganze Straße nachgebaut. Man konnte bei allen Nachbarn in die Häuser reingehen. Ja, und auch in unser Haus, ne, mit Treppenhaus und allem. Da fragt man sich, warum macht man das, ne? Ja, was cool ist. Es ist einfach schön. Es war was Spaß macht, so Sachen zu bauen, ne? Und das beim Cozy Game das ist dieses Spielprinzip. Man erschafft Dinge. Man beschäftigt sich mit Sachen, die einen irgendwie auf eine gewisse Art und Weise befriedigen, so, ne, dass man irgendwelche Bubbles kaputt schießt oder was auch immer oder Dinge baut oder sich einfach nur Sticker bastelt oder so, einfach mit irgendwas Kreativem beschäftigt. Und das sind Cozy Games, ja, das ist, du sagst, es ist ein Boom mittlerweile, ne? Ja. Und es ist auch ein eigenes Genre geworden, was dann auch immer prämiert wird. Ne? Das heißt, es gibt manche Preise, die tatsächlich nur diese Cozy Games dann auch prämieren und so weiter. Das ist tatsächlich sehr viel und sehr weit verbreitet. Auch vor allem im Indie-Sektor ist das sehr viel. Ne? Ja. Das heißt, es gibt sehr viele Entwickler, die sich damit beschäftigen, wie kann ich Menschen beschäftigen. Ja, das ist wirklich irgendwie und auch so. Also, eines, was ich zum Beispiel total cool fand, das war Graveyard Keeper. Das ist so ein bisschen so ein Widerspruch in sich, weil du bist halt jemand, der einen Friedhof baut und verwaltet. Und das ist irgendwie so ein bisschen spooky und ein bisschen skurril. Gestorben wird immer. Aber es ist irgendwie auch total cool. Also, wie cozy das sich dann noch anfühlt, das dürft ihr dann entscheiden. Aber es ist irgendwie also für jeden was dabei. Und das ist irgendwie, gibt's da ganz viele tolle Ideen, auch innerhalb dieses Genres, wie man sich so ein bisschen positiv beschäftigen kann. Deswegen finden wir an dieser Stelle auch total spannend. Macht ihr sowas auch? Ist das was für euch? Braucht ihr immer den Druck und den Stress bei Spielen irgendwie? Muss man immer irgendwas töten können? Oder braucht ihr, was weiß ich, Zeitdruck oder das Scheitern? Ist das notwendig? Oder sagt ihr, nö, eigentlich brauche ich das nicht. Wenn ich irgendwas hab, was mich anderweitig huckt, kann ich mich auch stundenlang damit beschäftigen. Und was ist das dann? Also das ist eine sehr spannende Frage. Weil es natürlich auch was macht ein Computerspiel aus? Was muss es haben, damit Leute es spielen, damit es Spaß macht? So ein bisschen auf den Kopf stellt und das ist total spannend und das würden wir gerne an dieser Stelle mal an euch weitergeben. Wie findet ihr das? Und was könnt ihr da empfehlen? Wie habt ihr das empfunden? Habt ihr es überhaupt schon mal ausprobiert? Macht das doch mal. Das erste Mal, wo mir sowas begegnet ist, was du da beschreibst, war der Schwierigkeitsgrad einstellbar bei System Shock damals, bei dem ganz alten Ding. Da konnte man tatsächlich den einfachsten Modus machen. Da konntest du eigentlich alles irgendwie schaffen mit einem Klick. Und die Monster, die haben dich nicht mal angegriffen. Die konntest du einfach so niederschnetzeln. Ja, das gab diesen Modus. Ne? Also wenn du alles auf Null hattest, so, ja, dann war das Spiel eigentlich aus der Warte heraus eines normalen Spielers von damals witzlos. Haben aber trotzdem viele gespielt und fanden es interessant, sich nur die Geschichten anzuhören und diese Gruselatmosphäre zu genießen irgendwie und dann nicht von den Viechern angegriffen zu werden, weil du sagst, da hast du keinen Druck, ne? Das ist ja. Und der höchste Schwierigkeitsgrad, deswegen komme ich da drauf, war unter Zeitdruck. Das heißt, da war super schwer und du konntest auch noch konfigurieren, dass du nur so und so viele Stunden Zeit hast, das Ding komplett durchzuspielen. Also die haben das so richtig offen gemacht, damals bei System Shock in den 90ern. Dass du tatsächlich dir das Spiel vom Schwierigkeitsgrad her so konfigurieren konntest, ja, dass es entweder ein Cozy Game war oder super Hardcore. Ne? Zock, sag ich mal. Und das fand ich faszinierend. Und deswegen war ich meistens immer so ein bisschen unterm normalen Schwierigkeitsgrad. Und das hatte ich dann auch irgendwie als Herausforderung so empfunden und habe mich immer bemüht, so wenig wie möglich sterben zu müssen. So, ja. Das heißt Ressourcenmanagement und so weiter, das war mir dann schon irgendwie wichtig. Ich gehe mal in den Raum rein und probiere mal aus, ob die Falle überhaupt funktioniert. Sowas habe ich nie gemacht. Ja, das ist so. Und wenn ich mal eine schlechte Entscheidung getroffen habe oder so, dann habe ich dann auch die Entscheidung, dann habe ich damit gelebt. Ich habe mich nochmal neu geladen. Ich habe mir gedacht, das ist das jetzt, was ich jetzt gemacht habe. Ich bin jetzt der Typ und das ist mein Spiel. Das war mehr so mein Ding. Cozy Games habe ich eigentlich überhaupt, spiele ich ein Cozy Game? Wüsstest du davon, dass ich sowas mache? Also im klassischen Sinne Cozy Game eigentlich eher nicht. Nee. Du bist auch nicht so ein
der jetzt stundenlang irgendwie was aufbaut. Deswegen ist die Geschichte schon, die treffen sich. Ich glaube, das Kosigste, was du je gemacht hast, war dann wahrscheinlich hier tatsächlich diese Minecraft-Geschichte. Ja. Oder halt so ein paar Handy-Games, ne, die in diese Richtung gehen manchmal, die einfach so ein bisschen beschäftigen, ohne dass sie jetzt Stress aufbauen, irgendwie kurz vorm Schlafen gehen, noch mal ein bisschen rumprötteln. Kann man mal machen. Spiele ich aber nicht. Aber das ist wirklich die Ausnahme. Ja, ne? ja. Also ich spiele es tatsächlich nicht. Also ich fand zum Beispiel, bin ja auch ein riesen Adventure-Fan und Adventures gehen ja auch in eine ähnliche Richtung, denn bei vielen klassischen Adventures kannst du halt nicht sterben oder ne, bei einigen halt schon, aber bei ganz vielen eigentlich nicht. Und dann kannst du halt einfach ausprobieren. Das ist ein ähnliches Spielprinzip an der Stelle. Ne? Ich habe das immer gerne gespielt. Mittlerweile geht der Trend dahin, dass den Leuten das zu wenig ist, dass es da mehr braucht. Und deswegen ist das mitunter anderem ist das Adventure-Genre rückläufig seit vielen Jahren, ne? Spielen nicht mehr ganz so viele Menschen. Ist aber auch schon, geht auch so in die Richtung irgendwie, dass man keinen Zeitdruck hat und dass man sehr viel überlegt. Ne? Das ist auch schon sehr cozy eigentlich. Ja, ne? Deswegen fällt mir das ein irgendwie. Ja. Und diese neuartigeren cozy Games irgendwie, die vielleicht mehr in die Aufbaustrategie-Richtung gehen, anstatt Adventure-Story, Point-and-Click, die sind dann auch, die haben einfach eine andere Art von Herausforderung und Bröttelfaktor dann noch. Satisfactory zum Beispiel oder sowas, ne? Was die Leute halt so beschäftigt irgendwie, wo man auch was ausbringen, wo man auch fantasievoll sich austoben kann, ne? Das ist natürlich dann auch wieder so ein Aspekt. Also für unsere Kinder ist sowas zum Beispiel mega genial, weil das die Fantasie so anregt. Und weil man auf einmal irgendwie auch geometrisch oder architektonisch Sachen einfach mal macht, die man im wahren Leben ja so gar nicht machen könnte. Das war nämlich der Riesenvorteil auch zum Beispiel von Minecraft, dass du unendlich Steine hast. Und in Wirklichkeit, wenn du das versucht hast mit Lego zu machen, dann bist du ja begrenzt. Du bist begrenzt in der Farbe, du bist begrenzt in der Form, du bist begrenzt in der Anzahl. Und das bist du halt bei so einem Minecraft-Spiel nicht. Da kannst du unendlich bauen. Und das ist natürlich schon richtig cool. Das bringt nochmal einen ganz anderen Aspekt in die Möglichkeiten, die man sich da so erarbeiten kann. Ja, cool. Hast du eine Community-Frage? Bestimmt. Also, die Frage ist, hier fragt jemand, eine Frage habe ich noch, die mir zugegeben recht spät gekommen ist. Besteht eigentlich die Möglichkeit, ein kleines Easter Egg aus der Region in das Spiel zu integrieren? Ich spiele seit Kindheitstagen im selben Poolbillardverein, dem PBC Obersteiger Höntrop e.V. und mir kam wegen Obersteiger jetzt plötzlich in den Sinn, dass das super zum Spiel passen könnte. Also, liebe Grüße nach Höntrop, haben wir auch lange gewohnt. Und ja, wir haben eine Menge Hinweise, Easter Eggs und kleine Geschichten aus der Region. Jetzt vielleicht nicht vom Poolbillardverein, aber andere Sachen wird man selbstverständlich in dem Spiel finden. Das haben wir ja auch ganz viel angekündigt, dass wir das machen. Das fängt an mit Sachen, die man jetzt auch schon in der Demo sieht, zum Beispiel den Zechen, die da an der Wand hängen. Ihr könnt euch ja mal den Spaß machen, herauszufinden, welche es alle geworden sind. Und dann gibt es natürlich auch noch andere kleine Geschichten hier aus dem Ruhrgebiet, die uns wichtig waren und die man im gesamten Spiel immer wieder finden kann. Wir hoffen, du hast Spaß dabei. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Pitted Studio TV. Genau. Dankeschön. Bis dann. Macht's gut. Welches Cozy Game spielst du gerade? Spielst du eins? Ich spiele gerade gar nicht so viel. Irgendwie komme ich da gar nicht zu. Was ich spiele, ist halt dieses, dessen Namen ich ja schon wieder vergessen habe, mit dem Bär. Toon Blast. Toon Blast, genau, richtig. Das macht gerade Spaß. Ja. Ich bin schon über Level 1000.